Modern Talking. Einfach anders. Der Podcast mit Thomas Anders. Modern Talking. Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid beim offiziellen Thomas Anders Podcast Modern Talking einfach anders. Wir sind zurück aus dem Tournee-Modus. Also ich habe ja nur so punktuell mal was mitbekommen. Der Kunzi war im Tournee-Modus. Ist der Thomas. Das ist ja schon wieder geil. Ich meine, das ist schon wieder der Anfänger. Hallo zusammen, Ja. alle, die zuhören. Es fängt schon wieder mit dem Gag an. Kunzi war auf Tournee. Ja, also ich bin immer noch geflasht. Das war total toll da in Frankfurt. Also das hat echt Spaß gemacht. Hast du gut gemacht. Also wie du dich da auf der Bühne noch bewegst und das in deinem Alter, also das muss ich schon sagen, das war schon groß. Du, das war gar nicht ich. Das war, Nee, das andere war es nicht du. Das warst du schon. Ich habe auch die KI gesehen. Ja, Ach, wie aber- meinst du die Bewegung? Ja, immer wieder schön. Aber die große Frage ist ja, Thomas, was machst du jetzt eigentlich? Also eigentlich hätte ich dich jetzt die ganze Zeit auf den Seychellen vermutet, aber du, was hast du denn jetzt gemacht nach der Tour? Fällt man da jetzt erstmal in so ein Loch? Wie geht's einem da als Also ich Künstler? sage dir, ich war ja in Wien. Am 28. März war ja Wien und ich war direkt ein paar Tage später wieder in Salzburg und habe mit Monika Gruber eine Sendung und einen Podcast aufgenommen. Und dann war Ostern, ne, da habe ich es wirklich mal ruhig angehen lassen. Dann habe ich Interview gehabt für 70 Jahre Bravo. Dann hatte ich Auftritte nach des Popschlagers und. Also ich äh, arbeite einfach und das macht auch immer noch Spaß und es gibt natürlich auch viele Sachen, zum einen im Büro nachzuarbeiten, ja, also die Sachen mit Tour, dann gibt es Dinge, wo man sagt, das ist jetzt nicht so wichtig, ich muss mich auf die Tour konzentrieren, aber die müssen irgendwann nachgearbeitet werden und es gibt natürlich auch Dinge, die vorgearbeitet werden müssen, weil auch fürs nächste Jahr, wo halt eben nun Anfragen da sind, also Anfragen aus Südamerika für Shows und für Australien und dann muss man das gucken, wie man das zeitlich koordiniert, wann halt eben dann im nächsten Jahr auch ein neues Album kommt. Ich meine, es kommt jetzt mal The Best, wo die Essenz aus den ganzen 6 Alben rauskommt und halt eben die Single The Best Is Yet to Come. Und das vermutet man eigentlich nicht, aber auch jetzt sind auch schon Sendungen im Grunde eingetütet für November und Dezember in diesem Jahr. Und da muss man einfach vorarbeiten und vordenken. Aber was mich jetzt nochmal interessiert, so nach der Tour, man ist da die ganze Zeit zusammen, ne? Man ist ja da so eine eingeschworene Gemeinschaft mit der Band und die Abläufe, die hat man ja dann irgendwann auch so verinnerlicht und ich stelle mir jetzt so ein bisschen vor, wie früher als Kind auch so Klassenfahrt, wenn die dann plötzlich zu Ende geht. Man kommt dann wieder heim und ist zurück im Alltag und ist dann irgendwie so ein bisschen melancholisch drauf. Also so war das früher bei mir, so erinnere ich mich da. Was ist denn das für ein Gefühl? Ist das für dich einfach so Dienst nach Vorschrift und du gehst nach so einer Tour jetzt wieder, bin ich jetzt wieder daheim? Oder ist man da nicht noch so voller Adrenalin und noch so total geflasht und muss das erstmal alles verarbeiten? Naja, es ist so, also bei meinen Musikern ist das nicht so, weil wir sehen uns so oft. Also wir hatten, an dem Tourende, das Wochenende nach war Ostern, und da machen wir eigentlich nie was. Und danach, am Wochenende war schon wieder Show. Also ich habe jetzt auch jedes Wochenende, habe ich Show oder Shows. Also deshalb, die Musiker, das ist nicht so schlimm, aber das ist halt eben die Mannschaft, die drumrum ist. Das heißt also die Techniker, die halt eben auch für einen dann da waren, extra für die Tour. Das ist dann etwas, was so ein bisschen fehlt, wo man sagt, das ist schade. Hm, Schlimmer ist es natürlich, je länger eine Tour ist. Ich kann jedem nur empfehlen, die Dokumentation von Celine Dion, die 1 Jahr auf Tour war. Also da wächst man wirklich zusammen. Ich meine, bei mir waren es jetzt 7 Shows, die ich hatte. Das ist überschaubar.
Hm, ähm, was bei mir auch oder so, wenn ich zurückdenke, als ich nur mit Florian unterwegs war, die XXL-Tour, wenn es dann 26 Shows waren, dann fehlt einem schon was. Obwohl ich sagen muss, so am nach der Tour, am Tag danach, dachte ich abends so um 8, da fehlt was. Eigentlich muss ich raus auf die Bühne. Also irgendwie muss ich da jetzt irgendwie, ich muss jetzt singen. Und das dauert oder hängt so ein paar Tage nach und dann ist es auch wieder gut, aber man hat dann wieder Ablenkung und hat neue Sachen und man freut sich auf die nächste. Jetzt haben wir ja in der Zwischenzeit auch wieder jede Menge Fragen bekommen. Also witzigerweise, mir hatten Leute geschrieben vom Konzert in Frankfurt, die mich da auch gesehen haben und erkannt haben und haben gesagt, haben mir geschrieben, jetzt weiß ich auch, was du da die ganze Zeit gemacht hast. Ich habe mich gewundert, ich saß hier irgendwie in der Reihe so und habe dich beobachtet. Du hast die ganze Zeit in irgend so ein Ding da reingesprochen während dem Konzert und ich habe mich gefragt, was machst du da? Warum, was ist hier los? Aber jetzt hat sich das erklärt, ne, weil in der vergangenen Podcast-Episode habt ihr das ja dann auch nochmal gehört, Genau. wie ich das Konzert erlebt habe. Also der Kunzi Ja, ist nicht bekloppt geworden und redet irgendwie so. Der meint nicht, wenn er bei mir im Konzert ist, dass er noch bei RPR 1 irgendwie in der Sendung ist. Ne? Also so weit ist es noch nicht. Nein, ich habe keine parallele Sendung gemacht, sondern es ging nur hier um den Podcast. Und wir freuen uns ja auch immer wieder über eure Fragen, die ihr uns schickt an podcast@thomas-anders.com. Alle Fragen, die wir veröffentlichen, da gibt es dann auch die Podcast-Tasse, die wir euch zuschicken. Jetzt haben wir wieder einige Fragen bekommen. Die Fragen, die kennt Thomas nicht, das ist immer das Schöne, das macht hier das Sekretariat Kunze. Deshalb kommt diese Frage jetzt von Arvid. Ich weiß nicht, woher Arvid kommt, aber Arvid schreibt, Aber wenn du nicht das weißt, Konzert in Berlin wo soll war. ich die Tasse hinschicken? Ja, die E-Mail-Adresse haben wir Okay. ja. Also wir können ja dann Kontakt Okay. aufnehmen. Ne? Also ich kümmere mich Okay. schon. Ja, Danke, kein Problem, danke. Chef. Ja. Also Arvid schreibt, dass er auf dem Konzert in Berlin war. Es sei der absolute Hammer gewesen. Ich war in der zweiten Reihe und war natürlich wahnsinnig aufgeregt. Ich höre dich und Modern Talking seit über 40 Jahren, seit meiner Kindheit. Das Video zur neuen Single ist der Hammer. Und dann das Intro zu deiner KI mit You're My Heart. Einfach grandios. Das ganze Konzert war super abwechslungsreich. Einfach back to the 80s. Nun meine Frage. Wird es zur Tour eine Live-DVD oder ähnliches geben? Liebe Grüße, dein Fan Arvid. Nein, das ist momentan, lieber Arvid, danke für die Frage. Das ist momentan nicht geplant, dass wir das machen. Aber vielleicht machen wir das, weil es ist ja in der Planung, dass es eine Fortsetzung der Tour geben soll. Vielleicht machen wir es dann. Und aber momentan jetzt genau in dieser Form, so wie du es gesehen hast, gibt es keine DVD. Okay, damit ist die Frage beantwortet und dann heißt es ja, dann gibt es für dich, lieber Arvid, auch eine Podcast-Tasse. Jetzt habe ich hier auch noch eine sehr lange Mail, ich versuche sie irgendwie zusammenzufassen von, warum? Ist das lustig? Ja, okay. Ja, es ist lustig. Kommt auch irgendwie aus Berlin von Pira Ada. Und die schreibt, hallo lieber Thomas und lieber Kurt. Kurti, ja, Kurti. Die meint womöglich mich als Kurt. Also im Vorfeld möchte ich erstmal ein Feedback zum Konzert in Hamburg geben. Eine Woche bevor es losging zu dir, war meine Begleitung und ich nicht sicher, wie wir bei dir ankommen, da das Auto meine Begleitung ein wenig gekränkelt hat. Dann sind wir mit dem Motorrad zu dir gefahren. Es war Stau, es war alles Glück, es hat sich auch, also jetzt ist sehr ausführlich geschrieben. Ne? KI ist eine sehr feine Sache. Ich habe auch für mich entdeckt und Spielereien gemacht. Also die Flamme beim Konzert für meine Begleitung hast du spätestens mit dem Song von Depeche Mode erreicht. Ich kann nur eins sagen, ich komme wieder, lieber Thomas. Und jetzt kommt mein Vorschlag. Du kennst doch mit Sicherheit Britney Spears. Aha. Jetzt bin ich auf die Frage gespannt.
Sie hat es früher nicht einfach gehabt, heute leider auch nicht, aber trotz allem habe ich in all den Jahren sie in ihr Schicksal mitverfolgt und ich habe die ganze Zeit im Kopf Thomas Anders, der Gentleman of Music und Britney Spears, Princess of Pop. Was hältst du davon? Ihr beide ein Duett. Zwei Legenden, einmal aus den 80ern, dann sie aus den 90ern, die aufeinandertreffen, jeder auf seine Art und Weise. Ich bin gespannt von deinen Gedanken zu hören. Liebe Grüße, Pira aus Berlin. Also zweimal aus Berlin. Du und Britney Spears, also das finde ich ja schon Jetzt sei vorsichtig. spannend. Ja, Puh, ja, spannend. puh. Naja, also ich glaube, Britney Spears hat momentan andere Probleme und andere Gedanken, als mit Thomas Anders aufzutreten. Sie ist ja momentan mal in der Entziehungskur. Ich weiß nicht von was, von Alkohol oder von Tabletten oder von Drogen. Weil eigentlich finde ich sie ist eine tolle Künstlerin, die aber so ein bisschen vom Weg abgekommen ist. Ja, also die ihr Leben einfach nicht mehr im Griff hat. Wenn man sie halt eben auf Social Media verfolgt und beobachtet, da ist ja sehr oft Fremdschämen die große Überschrift. Man sagt, was machst du eigentlich da? Ich will dich nicht in Unterwäsche tanzend sehen und irgendwie zugedröhnt. Ähm, ja, das ist wirklich im Grunde ein menschliches Schicksal. Das beschäftigt mich viel mehr als der Gedanke daran, mit Britney Spears irgendwie ein Duett zu machen. Also ich glaube, Pirat, das ist in sehr, 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 sehr weiter Zukunft. Ich glaube nicht daran, dass das irgendwann ist. Aber es sagt mir, dass du halt eben auch Fan von Britney Spears bist. Und Wie gesagt, ich finde ihre Musik zum Teil, nicht alles, aber was sie gemacht hat, sehr gut. Aber ich glaube, diesem Menschen muss geholfen werden. Also Pira, auch für dich die Podcast-Tasse. Ich komme zuerst. Vielen Dank, lieber Andreas, lieber Thomas. Oh. Ich bin Florian aus Kurt, Hamburg. er heißt übrigens Erst- Kurt, er heißt nicht Andreas. Heute bin ich der Kurt. Florian aus Hamburg, erst 27 Jahre alt und liebe die Musik von Modern Talking. Jetzt zu meiner Frage. Mich würde es interessieren, wann Thomas überhaupt Zeit hat, Anzüge zu shoppen bei so vielen Terminen und Konzerten, die er hat. Ich weiß, dass er in Koblenz ein Geschäft hat, in dem er gerne Anzüge kauft. Ich finde seinen Kleidungsstil super und lasse mich da gerne zum Teil auch inspirieren. Bin gespannt auf die Antwort. PS, vielen Dank für diesen tollen Podcast. Es macht immer Spaß zuzuhören. Liebe Grüße, Florian. Ja, Florian. Da bin ich ganz ehrlich, ich lasse mir meistens alles zuschicken und probiere es dann zu Hause an. Und halt eben in Koblenz. Da bin ich ja bei De Filippo. Und das sind alles maßgeschneiderte Anzüge, die ich von ihm habe. Aber das geht auch relativ fix, weil er hat meine Größe. Und ich suche dann nur den Stoff aus und die Form und Ja, du nimmst ja auch nicht mehr zu, so wie andere. Von daher ist es auch kein Problem. ich habe ja so ein bisschen abgenommen in den letzten 10 Monaten. Ui. Da musste einfach was angepasst werden, aber die meisten Sachen lasse ich mir wirklich zuschicken. Und die order ich dann wirklich bei Firmen, die ich kenne, wo ich auch genau weiß, das passt zu meiner Figur, das passt zu meinem Typ, das passt für meine Größe und. Ja, und dann suche ich mir dann die Sachen aus und schicke sie, die nicht passen, wieder zurück. Das ist also nicht spektakulär, muss ich fairerweise sagen, und nicht gut für den Einzelhandel. Das muss ich auch sagen. Aber das ist natürlich schwierig. Ich habe nicht die Zeit, halt eben in Shops zu gehen und dann normal anzuprobieren und dann aus der Umkleide rauszukommen. Und zack, ist dann schon wieder ein Foto gemacht. Der Anders steckt in der Unterbutze aus der Umkleide. Also das geht so nicht einfach. Und ja, deshalb lasse ich mir einfach viele Dinge zuschicken. Damit ist die Frage hoffentlich beantwortet. Hallo Thomas. Hallo. Wirst du im Style von Modern Talking weitere Alben aufnehmen? Die neuen Songs sind wirklich klasse geworden. Liebe Grüße, Michael Schneider aus Siegburg. Hallo Michael aus Siegburg.
Ja, momentan, also in diesem Jahr, ist kein Album mehr geplant. Und bis auf das The Best, was wirklich jetzt Ende des Monats rauskommt. Wie gesagt, nochmal, da ist die Essenz von allen Titeln drin. Also, wo man sagt, ich will mir das jetzt nicht aus den ganzen 6 Alben zusammensuchen, sondern ich streame ein Album und da ist halt eben The Best einfach drauf und halt eben einige neue Songs. Ja, will gar nicht so weit in die Zukunft gucken. Es bleibt momentan in dem Style. Es wird mit Sicherheit auch nochmal ein deutschsprachiges Album kommen. Aber es werden sich immer wieder Dinge neu entwickeln und Musik entwickelt sich permanent und da kann man nicht halt eben für die nächsten, ich würde sagen, 2, 3 Jahre in die Zukunft schauen. Michael, für dich gibt es auch die Podcast-Tasse. Jetzt haben wir Erik aus Fulda. Lieber Thomas, wir sehen dich ja immer nur auf der Sonnenseite bei deinen Konzerten, in den sozialen Medien. Du bist in irgendwelchen Flughafen-Lounges oder an Traumorten im Urlaub. Was ist da dazwischen? Liebe Grüße, Erik aus Fulda. Gut, haben wir ja am Anfang schon so ein bisschen erzählt, aber vielleicht inspiriert dich das noch ein bisschen, da noch tiefer in die Thematik reinzugehen. Ja, ich bin ja ein ganz normaler Mensch. Was soll dazwischen sein? Dann, ich meine, ich halte jetzt nicht die Kamera drauf, wenn ich beim Steuerberater sitze oder wenn ich halt eben in den Supermarkt einkaufen gehe oder sowas. Das gibt's auch dazwischen. Also deshalb natürlich. Ich finde, Social Media von Künstlern ist im Grunde dazu da, um mal eben den Fans gute Laune zu bringen. Es ist nicht da, um zu zeigen, ich habe auch Probleme und wenn ich halt eben mal nicht gut drauf bin, halte ich mir jetzt nicht die Kamera vors Gesicht und sage, guck mal, ich bin beschissen drauf. Nee, weil das ist dann einfach sehr privat und das ist für mich auch vollkommen legitim, dass man halt eben versucht, gute Laune rüber und positive Stimmung rüberzubringen. Aber in der Tat muss ich sagen, dass ich ein sehr privilegiertes Leben habe. Dass ich sehr, sehr toll leben darf. Das ist nun mal so. Und dass ich aber auch aus meinem Naturell heraus immer versuche, auch aus einem schlechten Tag, wo ich sage, okay, heute ist es einfach nun total beschissen, ähm, und habe schlechte Nachrichten, Absagen, das passiert bei mir auch bekommen. Aber dass ich sage, okay, morgen ist ein neuer Tag und dann wird wieder was Neues entstehen. Und es entsteht doch immer wieder was Neues. Und das ist das Tolle am Leben, dass immer wieder etwas kommt. Also man ist nie nur ganz unten und man ist nie ganz oben. Oh, das ist aber ein schönes Statement. Also, lieber Michael, nach Siegburg geht, nee, Erik war es, Entschuldigung, Erik aus Fulda, da geht auf jeden Fall die Podcast-Tasse raus. Jetzt haben wir noch Sven aus, wie heißt es? Niederaula? Ja, Niederaula. Ja, Kennst du das nicht? Bist du da nicht schon irgendwie aufgetreten in Niederaula? Weiß ich jetzt nicht. Bei der Handwerkskammer vielleicht, keine Ahnung, Ball des Handwerks in Niederaula, kann sein. Also, jedenfalls schreibt er, ich beobachte deinen Bart und mich interessiert, nimmst du eigentlich ein Bartmesser oder einen normalen Nassrasierer und wie viel Millimeter? Wie soll ich beim Nassrasierer Millimeter einstellen? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ja, wie viel Millimeter du, also sonst Nein, wahrscheinlich, das ist ein ganz normaler, denkt er das ist ein wahrscheinlich. ganz normaler Barttrimmer, den ich halt Ja. eben auf eine Stufe eingestellt habe. Und da muss ich alle 2 Tage ran. Und dann wird das halt eben abgesäbelt, das Ganze. Und das war's dann. Aber ansonsten, ich meine, und das, was bartfrei ist, halt eben, wie nennen wir das jetzt, an den Oberwangen, das wird halt eben einfach mit einem Nassrasierer. Das geht aber ratzifatzi aus der Dusche, bräuchte nicht mehr Schaum. Das geht zipp drüber und weg ist die Soße. Ja, aber die Frage, ist es ein Bartmesser oder ein Nassrasierer? Nein, Also nein, Nassrasierer, kein Bartmesser. nein, mit einem Bartmesser kannst du nicht auf Millimeter machen. Wie willst du mit einem Bartmesser? Nein, ich meine die freien Ach, die Stellen freien Stellen. wahrscheinlich. Nein, das ist ein Nassrasierer. Ach, jetzt verstehe ich das erst.
Das sind Da war jetzt die Frage, ob Bartmesser oder Nein, Nassrasierer. nein, Nassrad. Und ich brauche noch nicht mehr. Ich komme aus der Dusche und dann ist das eh weich und das wird. Und das Wichtige ist immer, dass das halt eben immer neu, also nicht irgendwie 14 Tage das Ding halten und die Haut abziehen, sondern alle 3 Mal wird das Ding weggeworfen und das geht ganz einfach oben drüber und ja, gut. Es tut ein bisschen mehr weh, wenn ich mal ein freies Wochenende habe und habe dann gar nichts gemacht, dann sind die Bartstoppel schon länger. Okay, also Frage beantwortet. Podcaster geht raus. Gerrit aus Lübeck will wissen, lieber Thomas, ich bin ein junger Musiker und schreibe auch eigene Sachen und überlege jetzt, wie ich das am besten anstelle, groß rauszukommen, dass auf mich aufmerksam gemacht wird. Ich habe schon einige Songs auf Spotify gestellt. Ich versuche jetzt auch bei YouTube irgendwie Aufmerksamkeit zu erlangen. Was wäre dein Tipp für mich als junger, aufstrebender Künstler, um einen Plattendeal zu bekommen oder noch mehr Aufmerksamkeit? Ja, Liebe Grüße, ja, Gerrit. Gerrit, die Frage ist, was ist mit Plattendeal? Willst du jetzt Songs schreiben oder willst du selber auf die Bühne? Das habe ich nicht ganz genau verstanden. Also ich glaube, er will erfolgreich sein. Ja, aber Er will, singen oder will er nur Songs schreiben oder was? So, das habe ich nicht genau verstanden. Aber egal, Gerrit, das, was du machst, ist schon mal richtig. Und du müsstest dann halt eben, wenn du Sänger werden willst, dich halt eben bei Social Media immer stärker machen. Ansonsten, wenn du Songwriter werden willst, dich einfach mal bei Musikverlagen schlau machen, weil es gibt immer Songwriter-Meetings und Songs hinschicken. Und wenn die dann sagen, okay, da ist Potenzial, dann werden die dich auch einladen für Songwriter-Meetings und dann bist du halt eben, das geht meistens so 3 Tage, plus minus 3 Tage. Und dann bist du mit anderen Komponisten und Textern zusammen und dann wird man in Gruppen eingeteilt und die halt eben für Künstlerinnen und Künstler Songs schreiben sollen. Aber die Hürde musst du machen, dass du erstmal einschickst, dass man denkt, okay, der hat Potenzial und da können wir was draus machen. Das ist auf jeden Fall mal ein Weg, aber es ist ein mühsamer, ich sage es direkt. Aber wenn du das liebst, was du tust, dann ist es richtig, dass du es machst. Gerrit, dann auch du kriegst die Podcast-Tasse. Eine Frage kommt von Michelle aus Zwickau. Lieber Thomas, ich habe dein Konzert verfolgt und finde das großartig, was du da machst. Das war eine Mega-Show. Wer in deinem Team kam denn auf die Idee mit der Lederjacke? Liebe Grüße, Michelle. Das kann ich, Michel, das kann ich ganz klar sagen. Das war meine Frau. Meine Frau sagte, okay, du hast dein 80er-Jahre-Medley. 80er Jahre, das war die Zeit mit Lederjacken und sie hat sich dann im Grunde überall schlau gemacht und ich weiß nicht, ich habe echt viele Lederjacken, wurden mir zugeschickt und wir haben dann diese Lederjacke ausgesucht und das war einfach der Punkt und das war die Idee von Claudia. Es ist manchmal total einfach. Ja, ja. Also wie gesagt, ich habe für verschiedene Sachen einen Stylisten, aber ich meine, Claudia ist mittlerweile auch so drin, weil sie auch genau weiß, was mir steht und was mir nicht steht und wir bekamen dann halt eben Lederjacken zugeschickt, wo man sagt, das geht gar nicht oder das passt überhaupt nicht. Aber es gibt ja einige, die sogar geschrieben haben, die wurde extra für mich designt, weil auf dem Rücken der Lederjacke ein großes A ist. Das hat aber gar nichts damit zu tun, sondern das war einfach von dieser Modefirma. Da war ein A drauf und dann haben wir gesagt, okay, dann kaufen wir diese Lederjacke für die Tour. Okay, Frage beantwortet. Jetzt haben wir noch Silke aus Würzburg, aus Franken. Mhm. Das ist, glaube ich, Unterfranken. Lieber Thomas, was war denn das Letzte, was du gekocht hast? Du bist ja ein leidenschaftlicher Koch. Ich habe deine Kochbücher und finde das total toll, dass du noch selbst kochst und frage mich überhaupt, wann du die Zeit dazu hast. Deshalb meine Frage, was war das Letzte, das du gekocht hast? Das kann ich dir sagen. Das letzte, was ich gekocht habe, das war Spargel mit Sauce Hollandaise und Wiener Schnitzel.
Oh, das habe ich auch gekocht. Am Sonntag gab es bei uns auch Spargel. Ich liebe Spargel. Ach, Spargel. Ja, also wir haben jetzt schon zum zweiten Mal Spargel gemacht. Ich bin voraus. Ich habe schon mehrmals, ich habe schon in dieser Saison seit Ende März habe ich, glaube ich, schon, ach, bestimmt 7, 8 Mal Spargel gehabt. Also nicht selber gekocht, also auch außerhalb beim Essen gehen oder sowas. Und also ja, und ich kann sagen, heute Abend gibt es auch wieder was aus meinem Kochbuch. Und das hat sich Claudia gewünscht. Und zwar, das sind die Taco Shells mit Hühnchen und der Apfel-Paprika-Salsa. Oh, das klingt aber toll. Mhm. Und das ist sehr leicht, sehr frühlingshaft. Ja, aber man muss es halt auch mal machen. Ne? Man muss sich ja auch immer die Zeit nehmen, da in die Küche zu stellen. Ich finde das ja immer wieder, ne? Ich meine, ich werde jetzt heute Abend auch wieder kochen, aber es ist halt, ne, man könnte sich auch einfach mal hinlegen und nichts machen, ja. Aber wenn ich nichts mache, dann ist nichts gekocht, ja. Das ist. Oh. Schönen Gruß an die Frau. Ja, supi. Nein, aber nein, pass auf, das ist bei mir wirklich, ich bin ja auch, wenn ich zu Hause bin, auch immer wieder am Schreibtisch und bin am Arbeiten, aber ich kann das sagen, ich habe also das ganze Hühnchen und sowas mit der Marinade, das habe ich wirklich innerhalb von 20 Minuten gemacht und das liegt jetzt seit ein paar Stunden schon im Kühlschrank und im Grunde muss ich nachher nur Apfel und Paprika und Koriander kommt ja rein ähm, und Gurke, frische Gurke. Das muss ich schälen und dann eben dann mit dem Dressing anrühren. Und der Rest muss einfach dann nur gebraten werden vom Hühnchen. Also es ist nicht immer so, als würde ich das in einem Durchlauf machen, sondern es sind viele Sachen vorbereitet. Und ich finde, das ist immer das A und O und das macht das Kochen zum Teil, wirst du mir vielleicht recht geben, auch sehr easy, wenn du Sachen vorbereiten kannst. Ja, gut, Vorbereitung ist alles. Ich bin ja meist, ich brauche ja erstmal Platz. Bei uns ist in der Küche, wir haben ja so eine, so eine große Arbeitsplatte und alles, die ist immer Ich war ja noch nie vollgestellt, ne, eingeladen. mit allem möglichen. Ja, du hast ja auch nie Zeit. Aber und da ist wirklich, also da steht immer alles rum. Da muss ich erstmal Platz machen. Ich brauche immer erstmal Platz, muss erstmal aufräumen, weil ich muss dann mein eigenes Setting hier aufbauen. Bevor das nicht so ist, kann ich gar nicht anfangen zu kochen. Ich brauche da ein gewisses Setting. Dann mache ich mir eine entsprechende Musik noch an, dann brauche ich was zu trinken dazu und dann geht's los. Ja? Ja, ja. Vorher fange ich nicht an. Ja. So, eine Frage hätten wir noch, bevor wir jetzt hier im Kochen uns vergaloppieren. Und die kommt von Ralf aus Saarbrücken. Ralf schreibt, lieber Thomas, gibt es eigentlich aufgrund der geopolitischen Lage Länder, wo du niemals auftreten würdest, aufgrund der Kultur oder wie jetzt auch Krieg in der Ukraine und dem Russland-Konflikt? Wie stehst du dazu? Gibt es solche Länder? Bin ich sehr gespannt. Dein Ralf. Ja, Ralf, natürlich gibt es das, aber das hat weniger mit der Kultur zu tun, sondern mit der politischen Haltung dieses Landes. Und natürlich auch mit Sicherheitsaspekten, ganz klar. Also, weiß nicht, wahrscheinlich hast du nicht mitbekommen, aber dass ich sage, ich trete nicht in Russland auf. Ich kann aus Sicherheitsgründen nicht in der Ukraine auftreten. Das ist so. Es gibt andere Länder, wo halt eben Menschenrechte so im Grunde verletzt werden, dass ich sage, ich will da nicht auftreten. Ich kann jetzt nicht irgendwie auf Pfannkuchen machen und politisch, menschenrechtlich läuft da einiges aus dem Ruder. Und das gibt es definitiv. Und für mich hat auch der Sicherheitsaspekt, auch für mein Team, für meine Musiker, wie wir dorthin kommen, spielt auch eine große Rolle. Also ich meine, ich kann die nicht alle beschützen und ich kann nicht für alle garantieren, aber wenn man weiß, also jetzt ist zum Beispiel, wir haben unzählige Anfragen momentan für Shows in Israel, aber es wird die Zeit irgendwann kommen, aber momentan ist es noch zu gefährlich, dort aufzutreten, um das zu machen. Und Mhm. ähm,
bin da wirklich, ich beobachte das auch wirklich in den Medien, wann kehrt da eine Normalität ein? Aber das ist sehr, sehr schwer. So, ich meine, solange irgendwie, wenn man denkt, jetzt ist Ruhe eingekehrt und plötzlich schickt die Hisbollah mal wieder so ein paar Raketen rüber, da möchte ich nicht in dem Land sein. Und das ist doch vollkommen klar, dass man da auf seine Mannschaft und auf sich achtet. Und wie gesagt, ich habe es erwähnt, andere Länder auf der Welt, die sich halt eben so daneben benehmen, da geht's einfach nicht. Wobei ich, und das auch mal ganz klar zu sagen, ähm, ich hab da für mich meinen eigenen moralischen Kompass. Mm, Mhm. Ich wurde damals sehr angegriffen, dass ich damals am Ende der Apartheid in Südafrika aufgetreten bin. Aber wenn ich dann sehe, dass halt eben die größten Politiker der Welt und Außenminister halt eben ins Land reisen und dann halt eben den Politikern die Hand reichen, dann lasse ich mich nicht irgendwie ans Kreuz nageln dafür, dass ich jetzt Menschen, die mich haben wollen, im Grunde bestrafe, dass ich nicht komme. Also da muss man für sich selbst persönlich abwägen. Und das ist im Grunde, und ich glaube, da habe ich meinen moralischen Kompass und da fahre ich ganz gut mit. Also Ralf, nach Saarbrücken geht die Podcast-Tasse. Das war auch mal wieder die heutige Fragenrunde. Wenn ihr noch weitere Fragen habt und diese ausgewählt werden, werden die ja auch veröffentlicht. Ihr schickt einfach an podcast@thomas-anders.com eure Fragen und da sind wir sehr gespannt. Ihr wisst ja, nirgendwo seid ihr so nah dem Thomas wie hier in diesem kleinen, privaten, feinen Podcast. Ach, wie schön Und, hat er das gesagt. Ja, gell? Ja, das war's jetzt auch schon wieder für heute, ne? Vielen Für Dank diesen für Monat. die Fragen. Ja, für diesen Monat. Nächsten Monat gibt's wieder neue, dann geht's wirklich in den Sommer. Ich meine, da freue ich mich drauf. Und es gibt wieder Neuigkeiten, das kann ich jetzt schon verraten, was dann kommt. Und ja, ich weiß ein bisschen mehr als ihr. Gut, immerhin ist es noch so. Es gibt ja auch manche, die wissen nicht mehr so, wo sie hier stehen. Die sind teilweise in Sphären, also reden wir nur hier von dem amerikanischen Präsidenten, der sich mit dem Papst anlegt. Ja. Da fragt man sich, da weiß man auch nicht mehr. Egal, was der mehr weiß. Ist der noch ganz bei Trost, denkt man da, ne? Ja. Okay, Ja, meine Lieben. aber es gibt gute Nachrichten. Ich weiß es auch schon, die guten Nachrichten, aber ich darf auch noch nichts sagen. Aber der Thomas, der wird das dann in der nächsten Podcast-Folge wieder sagen und ihr könnt euch alle schon freuen, das wird groß. Aber du hast wie immer das letzte Wort. Also, meine Lieben, vielen Dank für eure Fragen, vielen Dank fürs Zuhören. Habt eine schöne Zeit, genießt wirklich jeden Tag und ich freue mich immer, wenn ihr zuhört und wenn ihr Interesse an meinem Leben habt und am Leben von Kurt. Dein Kurt. Schön. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Modern Talking. Einfach anders. Die Story eines Superstars. Der Podcast mit Thomas Anders.